Viele sind ja zurzeit auf der Suche nach einem Plan B. Also es sind viele, vor allem wohlhabende und vermögende Menschen, die sich einfach Sorgen machen, weil sie einfach kaum hinterherkommen und zu gucken, wie sich ihr Vermögen sozusagen von selbst auflöst. Das heißt, wir wissen alle, die Kaufkraft von Bankvermögen lässt immer mehr nach. Es gibt eine immer höhere Inflation. Wer zum Beispiel in Deutschland Immobilien investiert hat, der macht sich große Sorgen, ob er seine Immobilien überhaupt wieder verkaufen kann und ob das Gesetzesregularien sind oder andere Dinge, die im Umfeld passieren in Europa oder in der Welt. Aber jedenfalls Immobilienwert wird ja im Prinzip zusehends vernichtet, könnte man fast sagen, in Deutschland, oder die Verkaufbarkeit sinkt. Aber es gibt eben viele Alternativen und viele Menschen machen sich Sorgen und schauen sich um, was kann ich tun, wie kann ich mein Vermögen gut speichern, wie kann ich es sichern, wie kann ich es vielleicht sogar vermehren heute. Generell, bei vielen dreht sich natürlich auch so, die Gedanken darum, sollte ich vielleicht auch meinen Wohnsitz wechseln, mein Business in einen anderen Ort der Welt verlagern und so weiter und so fort. Und deswegen reden viele vom sogenannten Plan B. Und wir veranstalten ja in Zürich am 8. und 9. Juli eben unser Plan B-Seminar. Und beim Plan B-Seminar, da haben wir viele interessante Menschen eingeladen, die da als Referenten auch über ihre eigene Geschichte erzählen, wie sie es selbst gemacht haben, wie sie selber für sich ihren Plan B bereits umgesetzt haben. Und sie werden erzählen, wie sie zu dieser Entscheidung gekommen sind. Aber auch viele unserer Gäste helfen ja heute anderen Mandanten, Kunden, Freunden dabei, für sich auch ihren Plan B zu verwirklichen. Eine der Referenten und Referentinnen, die bei uns anwesend sind, haben wir heute hier zu Gast im Video. Das ist die Daniela von Rotz. Liebe Daniela, schön, dass du heute Morgen Zeit hast und wir zusammen dieses Video aufnehmen können, um dich jetzt schon mal vorzustellen. Denjenigen, die gerade vielleicht noch überlegen, buche ich ein Ticket für Zürich oder nicht. Oder auch denjenigen, die schon das Ticket jetzt gebucht haben und einfach mal schauen wollen, wer ist denn da alles da und was erwartet mich da, an wen kann ich vielleicht Fragen stellen. Also schön, dass du heute Morgen Zeit hast. Danke, Daniel, für die Einladung zu diesem kurzen kleinen Interview. Schön, du. Also du hast ja mit einer ganzen Reihe von auch Mandanten und Kunden bei euch jetzt zu tun. Vielleicht ganz kurz, du selber wirst ja nachher vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Also du hast ja deinen Wohnsitz nach Dubai verlegt. Also im Prinzip schon zumindest ein Teil, vielleicht auch komplett, dein Plan B umgesetzt. Du bist ja eben gerade auch eine Expertin auf einem der Gebiete, die Vermögenden, Wohlhabenden hilft, Vermögenswerte zu speichern, ne? Im Prinzip anzulegen, vielleicht auch zu vermehren, was ja immer die große Hoffnung ist. Die Mandanten, die Klienten, mit denen du zu tun hast, was erzählen die denn eigentlich so? Also warum sind die meisten von denen gerade auf der Suche nach einem Plan B? Was beunruhigt die? Was treibt die Leute? Die meisten Leute, die zu uns kommen, die kommen natürlich von verschiedenen Ländern. Viele von Europa, aber viele, sagen wir, auch von Westafrika oder eben also die USA. Das heißt eigentlich, viele Kunden, die wir haben, die kommen zu uns nicht, weil sie eigentlich nach Dubai ziehen möchten, aber sie möchten ihre Finanzen eigentlich vermehren oder sagen wir mal so, sie möchten einfach, sagen wir, wenn das Geld in der Bank ist, da vermehrt es sich nicht wirklich heutzutage. Investieren die Leute viel in Immobilien. Das heißt, hier kann man eigentlich die Immobilie kaufen und vielleicht in 1, 2 Monaten wieder flippen, wieder verkaufen. Also die meisten Kunden, die wir haben, die ziehen jetzt nicht nach Dubai oder die kaufen jetzt nicht Immobilien, weil sie da leben möchten nachher. Sie kaufen das einfach als ein safes Investment, sagen wir mal so. Ich meine, momentan bekommt man hier in Dubai eine gute Rendite im Vergleich zu allen anderen Ländern. Hier kann man zwischen 6 und 9% Renditen erwarten und auch mehr, wenn man es zum Beispiel über Airbnb oder Holiday Home Companies managt. Sehr interessant. Ja, da freuen wir uns schon mehr darüber zu hören. Welche Expertise, du wirst ja auf unserem Plan B Seminar in Zürich, wirst du ja auch sprechen, wirst du ja auch ein Referat halten, beziehungsweise auch in den Pausen nach der Veranstaltung dann mit zur Verfügung stehen als Ansprechpartner. Was bringst du jetzt ganz konkret für eine Expertise mit? Also was ist jetzt dein Fachgebiet? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen mehr ins Detail erläutern. Ja, also was ich mitbringe, ist langjährige Erfahrung im Immobilienbereich. Ich habe in der Schweiz schon im Immobilien gearbeitet.
etwa 5 Jahre lang und bin dann vor 3 Jahren nach Dubai gezogen. Natürlich weiß ich jetzt, was die Unterschiede sind. Also das sind ja gröbere Unterschiede von Europa oder von der Schweiz nach Dubai. Und was wir halt auch anbieten, ist dann A2C-Service. Das heißt, wir empfangen die Kunden hier in Dubai oder wo auch immer wir halt sind. Das heißt, jetzt auch in der Schweiz, wir werden viele Meetings mit potenziellen Kunden haben. Wir beraten sie. Wir haben Verträge mit allen Developern oder Bauträgern hier in Dubai. Natürlich arbeiten wir nur mit den besten oder sagen wir mal so, diese, die einen europäischen Standard haben. Nachdem wir die Immobilien dann verkauft, nachdem es zu einem Kauf gekommen ist, unterstützen wir die Kunden natürlich auch mit Wissen oder wir unterstützen sie danach auch, falls sie es unter Short-Term Rental machen möchten, falls sie es vermieten möchten, normal, falls sie die Immobilie weiterverkaufen möchten. Es endet nicht beim Kauf, sondern wir sind wirklich vom Anfang bis zum Schluss da und die meisten Kunden kommen dann wieder zurück und kaufen dann nochmal etwas, sobald sie wieder das verkauft haben. Es endet eigentlich schon. Interessant, ja. Also ich bin wirklich sehr gespannt und auch schon auf deinen Vortrag. Wie gesagt, in Deutschland ist ja momentan eher so, dass viele versuchen, Immobilien eher zu verkaufen, abzustoßen. Jetzt, besonders wenn sie sich natürlich auch damit mit dem Gedanken tragen, auch vielleicht aus Deutschland irgendwann in naher Zeit mal auszuwandern, sich einen neuen Wohnsitz zu suchen. Renditen lassen sich eben in Deutschland nur noch sehr, sehr begrenzt umsetzen. Deswegen haben viele so, sagen wir, Immobilie als gutes Anlagegut so ein bisschen fast aus dem Fokus verloren. Aber es ist gut zu wissen. Und du wirst das ja dann auch beim Event oder beim Seminar besser gesagt, wirst du das ja auch mit Fakten und Zahlen untermauern, sodass man das wirklich dass es plastisch wird, ne? Welche Renditen da und wieso diese Renditen in Dubai eben möglich sind, die an anderer Stelle nicht mehr möglich sind. Also wird sehr spannend sein. Generell ist ja so, überhaupt auch interessant, du bist ja jetzt nicht die Einzige aus Dubai, die da ist. Wir haben ja noch die Nazanin Bahmani aus Dubai, die gleich wie du im Prinzip vor ein paar Jahren die hast du schon mal kennengelernt, gut, schön. Dann wirst du in Zürich, hast du noch mehr Gelegenheiten. Und die ja auch vor ein paar Jahren nach Dubai ausgewandert ist und sagt, also mir gefällt es jetzt hier, sie macht ihr Business und hilft eben jetzt anderen businessmäßig in Dubai Fuß zu fassen. Also Dubai, da scheint irgendwas los zu sein, irgendwas Magisches. Da wollen wir dann natürlich mehr in Zürich wissen. Wie war denn das bei dir jetzt? Also wie sehr wohl fühlst du dich jetzt eigentlich in Dubai? Also wie gesagt, du bist jetzt sozusagen bei uns beim Event. Eigentlich hast du so eine Doppelrolle. Auf der einen Seite natürlich das interessante Investment, interessante Asset, was du da anbietest, wo man sein Vermögen speichern, vermehren kann. Auf der anderen Seite werden einige vielleicht auch Fragen haben, wie hast du das so gemacht? Wie war das so, einfach die Schweiz zu verlassen? Für viele ist Schweiz ja sogar, für viele Deutsche zumindest, als so eine Art Auswanderleitziel. Also für mich war es übrigens auch meine erste Auswanderungsetappe. Ich habe 7 Jahre in der Schweiz gelebt. Und jetzt ist da eine Schweizerin, die nach Dubai auswandert und die schöne Schweiz verlässt. Für mich, muss ich sagen, war Dubai schon immer, also ich bin das erste Mal nach Dubai gereist, denke ich, 2016 und da bin ich hierher gekommen und da wusste ich, Dubai wird mein Platz, da werde ich mal hinziehen. Ich liebe die Schweiz, aber für mich, ich bin, sagen wir, eher ein offener Mensch und ich liebe das schöne Wetter. Für mich war es schon, seit ich klein bin, eigentlich klar, dass ich nicht in der Schweiz alt werde. Ja, und dann hat sich das ergeben. Ich hatte auch schon Freunde, die hier in Dubai leben, aus der Schweiz. Und dann sind halt einer nach dem anderen ist halt hier nach Dubai gezogen, ausgewandert. Ich habe dann ich glaube 2021, etwa da, habe ich dann die Chance bekommen, hier in Dubai zu arbeiten und diese habe ich dann genutzt und ich bereue keinen Teil eigentlich. Also ich fühle mich hier super wohl, sicher, einfach alles, der ganze Lifestyle, man kann so viele Sachen machen. Das Einzige ist halt im Sommer, es ist halt ein bisschen zu heiß, aber dann kommen wir ja dann in die Schweiz. Das ist dann perfekt. Also, so macht er das, okay. Schön. Eine letzte Frage, die ich immer allen Referenten gerne stelle. Es ist ja so, man könnte ja theoretisch all das Wissen, was man jetzt vielleicht sucht und benötigt, unter anderem eben auch über Investitionsmöglichkeiten in Dubai, könnte man ja im Internet vielleicht finden. Man kann sich Webseiten durchlesen, man kann sich YouTube-Videos angucken, so wie dieses Jahr jetzt ja auch.
und dann greift man mal zum Telefonhörer und telefoniert einfach mal. So, aus deiner Sicht jetzt, warum sollte man denn unbedingt zum Live-Event nach Zürich kommen und in Präsenz so ein Seminar besuchen? Ich denke, es ist immer besser, wenn man die Leute face-to-face sieht, danach sich austauscht, weil im Internet kann man halt viele Sachen lesen, nicht alles stimmt, viele erzählen einem nur das, was man hören will, aber ich denke, wenn man da wirklich alle Fakten präsentiert, mit Zahlen, danach halt auch persönliche Fragen hat, denke ich, ist das natürlich viel besser, als wenn man da einfach schnell im Internet Sachen nachschaut. Speziell, wenn man noch nie in Dubai war. Klar. Also, ich freue mich, wie gesagt. Es ist ein bunter Blumenstrauß an Referenten. Gestern zum Beispiel habe ich auch über ein interessantes Thema mit einem der Referenten gesprochen. Du wirst ihn dann auch kennenlernen. Nikolaus Lesko war. Für viele war das auch ein Aha-Erlebnis. Übrigens in London. Wir haben ja den Event hatten den schon mal in London. Leicht anderer Name, leicht andere Referenten. Also diesmal in Zürich sind wir sogar noch mehr Referenten als in London. Aber ist ein Spezialist, eine Koryphäe im Bereich, wie kann ich mein Vermögen in Kunst speichern? Das hat vielen Anwesenden auch die Augen geöffnet. Ne? Ähnlich wie vielleicht jetzt einige denken, im Immobilienbereich kann man keine Renditen mehr machen. Gab es noch mehr fast, die niemals geglaubt hätten, im Kunstbereich sind Renditen möglich und es ist eine gute Möglichkeit. Und der Nikolaus wird es da zeigen, wie man im Prinzip auch als zum Beispiel unbedarfter Mensch aber sehr, sehr gute Renditen im Kunstbereich machen kann. Ist aber wiederum nicht was für jeden. Ne? Und andere, wir haben auch Experten zum Beispiel da im Bereich Farbedelsteine, also viele andere Themen. Und es ist einfach schön, weil wir gerade darüber reden, was hat für einen Wert zum Live-Event oder zum Live-Seminar, nennen wir es ja, Plan B-Seminar zu kommen. Einfach, weil man in kurzer Zeit und geballt an 1-2 Tagen im Prinzip so viele Experten an einem Ort hat, direkt nachfragen kann, vielleicht auch mal Unterhaltung mitbekommt zwischen Experte A, Experte B, wie die sich so untereinander unterhalten. Ja, wir waren das letzte Mal überrascht, auch in London, wie nach wenigen Stunden schon unter den Teilnehmern eine gute Chemie entstanden ist, weil es sind halt Teilnehmer da, die alle die gleichen Bedürfnisse haben, die gleiche Sichtweise, auch viele Probleme haben. Wir haben da erlebt, dass innerhalb von 1-2 Tagen regelrecht Freundschaften entstanden sind auf dem Seminar und das erwarten wir natürlich diesmal auch wieder in Zürich. Schön, dass wir heute sprechen konnten. Okay, das ist schön. Wir freuen uns schon dann, wie gesagt, live. Heute ist ja auch nur jetzt hier per Internet, per Videocall. Vielleicht an diejenigen, die das Video jetzt gerade sehen, noch eine Bitte. Schreibt doch in die Kommentare oder wenn ihr möchtet, auch gerne an meine E-Mail-Adresse, die hier eingeblendet wird, was euch speziell interessiert, was ihr vielleicht von der Daniela wissen wollt, was ihr von ihr erwartet in ihrem Referat. Das werden wir dann weiterleiten und dann könnten sogar eure Fragen, eure speziellen Themen schon mit eingearbeitet werden in die Präsentation. Und ansonsten, wie gesagt, haben wir genügend Zeit eingeplant, auch am Rande der Veranstaltung, dass wir uns kennenlernen und miteinander reden. Vielen Dank, Daniela. Dann kann ich nur sagen, bleib fröhlich und gute Anreise nach Zürich. Dankeschön und ich freue mich auf den Event. Bereitet unsere zunehmend instabile Welt auch dir schlaflose Nächte? Sorgst du dich um deine Sicherheit und dein Vermögen? Die EU bereitet sich ja allem Anschein darauf vor, mit einem neuen Vermögensregister, Bargeldbeschränkungen und strengen Kontrollen von Kryptowährungen die Kosten für die Bewältigung der letzten und aktueller Krisen zu decken. Was du jetzt brauchst, ist ein Plan B mit konkreten Maßnahmen, die deine Familie und dein Vermögen bestmöglich schützen können. Und genau darum geht es auf unserem Plan B-Seminar in Zürich am 8. und 9. Juli. Lerne von Experten sofort umsetzbare Tipps und vernetz dich mit Gleichgesinnten. Und wenn du dich heute noch anmeldest, sicherst du dir sogar ein kostenloses Ticket für eine Begleitperson.